Hallo, alle sagen, dass es im Internet kein Geld gibt. Heute werde ich beweisen, dass es nicht stimmt und zeige eine einfache Strategie für den Handel mit binären Optionen, die Ihnen helfen wird, Ihr Leben zu verändern. Mein Telegram-Kanal wird Ihnen helfen, dem endlosen Ratenrennen noch schneller zu entkommen. Es gibt genaue Handelssignale, exklusiven Strategien mit detaillierten Anleitungen und Echtzeithandel mit Abonnenten. Der Link steht in der Beschreibung. Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man mit binären Optionen online Geld verdienen kann. Sie haben wahrscheinlich schon oft gehört, dass man viel Erfahrung und Wissen braucht, um zu handeln. Nachdem Sie sich dieses Video angesehen haben, werden Sie jedoch in der Lage sein, mit einer einfachen Strategie ohne besondere Kenntnisse oder Erfahrungen echtes Geld zu verdienen. Für den Anfang müssen Sie sich auf der Plattform über den Link in der Beschreibung registrieren und eine Einzahlung tätigen. Ich habe bereits eine Einzahlung getätigt, aber ich zeige Ihnen trotzdem, wie es geht. Also wir klicken auf Finanzen, Einzahlung und wählen eine geeignete Zahlungsmethode. Für mich ist die Kryptowährung. Ich empfehle Ihnen dringend einen Promocode zu verwenden, mit dem Sie plus 50% auf Ihren Kontostand erhalten. Sie können diesen Promocode erhalten, indem Sie mir über den Link in der Beschreibung schreiben. Er kann aktiviert werden, indem Sie hier klicken und den Code hier eingeben. Also, was machen Händler? Wir müssen vorher sagen, wohin der Preis gehen wird. Nach oben oder nach unten. Wenn unsere Vorhersage richtig ist, erhalten wir einen Gewinn. Jetzt stellen wir die Grafik ein. Wir klicken hier und wählen den Kerzenturm. Das ist sehr wichtig. Wenn Sie die Plattform zum ersten Mal öffnen, sehen Sie vielleicht die lineare Grafik. Stellen Sie sich sicher, dass Sie auf Kerzen umschalten. Warum brauchen wir die Kerzengrafik? Die lineare Grafik liefert uns nur sehr wenige Informationen und es ist fast unmöglich, sie zu analysieren. Zunächst einmal zeigt die Grafik das Verhalten der Marktteilnehmer, Verkäufer und Käufer. Also, wenn wir sehen, dass der Preis steigt, dominieren die Käufer auf dem Markt. Wenn der Preis sinkt, dominieren die Verkäufer. Wenn wir die Kerzengrafik wählen, sehen wir ein Bereitsbild. Also, jede Kerze gibt uns eine Art von Information. Unsere Strategie besteht darin, ein Kerzenmuster anzuwenden. Bevor ich es Ihnen zeige, sollten wir einige Dinge klären. Also, was ist ein Zeitrahmen? Der Zeitrahmen ist die Zeit, die eine Kerze braucht, um sich vollständig zu bilden und zu beruhigen. Wenn wir mit einem einminütigen Zeitrahmen arbeiten, bedeutet das, dass eine Kerze 1 Minute braucht, um sich zu beruhigen. Um den Zeitrahmen auszuwählen, klicken wir hier in der oberen Ecke. Jetzt können wir einen beliebigen Zeitrahmen auswählen. Für mich ist 1 Minute. Lassen Sie mich nun die Struktur der japanischen Kerzen erklären. Zunächst möchte ich sie zeichnen. Also, etwa so. Die Kerze besteht also aus 3 Teilen. Der wichtige farbige Teil ist der Körper der Kerze. Er zeigt uns, wie sich der Preis eines Vermögenswertes zu einem bestimmten Zeitpunkt verändert hat. Außerdem sehen wir 2 Stäbe nach oben und nach unten. Die sind die Schatten der Kerze. Der obere Schatten zeigt den Höchststand an, den die Kerze bei ihrer Entstehung erreicht hat. Der untere Schatten zeigt den tiefsten Punkt an dem der Kurs bei der Kerzenbildung gefallen ist. Wenn wir einen großen abwärtsgerichteten Schatten sehen, bedeutet das logischerweise, dass es einen Bereich, wo sich der Schatten gebildet hat, einen großen Käufer gibt, der die Verkäufe nicht nach unten gehen lässt. Also, wenn wir einen großen Schatten nach oben sehen, bedeutet das, dass es an dieser Stelle, wo sich der Schatten bildet hat, einen großen Verkäufer gibt, der die Käufer nicht nach oben gehen lässt. Auf dieser Grundlage werde ich Ihnen ein Muster zeigen, mit dem wir arbeiten werden. Es handelt sich um eine Kerze mit einem kleinen Körper und einem großen Schatten. Etwa hier, wenn wir einen großen abwärtsgerichteten Schatten und einen kleinen Körper sehen, würde der Preis wahrscheinlich steigen. Also ich hoffe, das ist klar. Wenn wir einen großen aufwärtsgerichteten Schatten sehen, ist das Gegenteil, der Preis wird wahrscheinlich fallen. Aber
Wir werden die Geschäfte entsprechend der allgemeinen Bewegung machen. Grundsätzlich gilt, wenn wir sehen, dass der Preis zuvor gestiegen ist, werden wir nur dann ein Geschäft nach oben abschließen, wenn wir das Muster sehen. Wenn wir sehen, dass der Preis in der Vergangenheit gefallen ist, werden wir nur auf fallende Kurse handeln. Sobald wir das Muster gefunden haben, jetzt können wir mit dem Handel beginnen. Also, ich werde auch einige Ratschläge geben, also beobachten Sie aufmerksam bis zum Ende. Bevor wir beginnen, sollten wir ein Währungspaar auswählen. Wir klicken auf die Liste der Währungen in der oberen linken Ecke. Also ich mache es jetzt. Es ist hier und jetzt sehen wir die Liste der Währungen. Auf der rechten Seite sehen wir eine Spalte mit Prozentsätzen. Das ist unser Nettogewinn. Wenn wir zum Beispiel ein profitables Geschäft mit diesem Währungspaar machen, erhalten wir 92% Nettogewinn. Also, wir machen den ersten Deal. Ich habe es schon gemacht, aber ich erkläre Ihnen, wie man ihn macht. Bevor Sie einen Deal abschließen, sollten Sie sich die Ablaufzeit ansehen. Ich persönlich habe sie auf 1 Minute eingestellt. Dann wählen Sie den Betrag Ihres Deals. Das heißt die Summe, die Sie risiken. Und im Grunde genommen, wenn das Geschäft nicht zu unseren Gunsten ausgeht, verlieren wir $20. Und wir klicken auf direkt nach oben oder nach unten. Nun die Erklärung des Deals. Ich habe das Geschäft abgeschlossen, weil ich erstens einen schönen Aufwärtstrend gesehen habe. Die allgemeine Bewegung ist aufwärts und ich habe auch diese Kerze mit einem großen Schatten und einem kleinen Körper gesehen. Es ist hier. Gucken Sie mal. Und unser Geschäft schließt zuversichtlich mit Gewinn ab. So, ich habe eine weitere gute Situation gefunden. Ich mache ein einminütiges Geschäft nach unten. Also das erste, was wir sehen, ist, dass die allgemeine Bewegung abwärts gerichtet ist. Wenn wir die Grafik vergrößern, sehen wir eine Kerze mit einem großen aufsteigenden Schatten, der größer ist als dieser kleine Kerzenkörper. Der erste Ratschlag, den ich Ihnen geben möchte: warten Sie immer, bis sich die Kerze vollständig gebildet hat. Also wenn Sie sehen, dass sich das Muster ausbildet, könnten Sie zu früh ein Geschäft abschließen. Und als Ärgernis kann die Kerze absolut nicht zu Ihren Gunsten schließen, indem sie das Muster nicht ausbildet. Also ich hoffe, das ist klar, es ist sehr wichtig. Unser Geschäft schließt mit Gewinn. Ich schließe also einen weiteren einminütigen Handel nach oben ab. Ich sehe, dass die allgemeine Bewegung nach oben gerichtet ist. Wenn wir heranzoomen, sehen wir diese Kerze mit einem kleinen Körper und einem großen Schatten nach unten. Es gibt auch einen aufwärts gerichteten Schatten, aber der ist viel kleiner. Der zweite Ratschlag, den ich Ihnen geben möchte, lautet: achten Sie auf Ihr Risikomanagement. Das ist sehr wichtig, wenn Sie ein Anfänger sind, wenn Sie das Risikomanagement nicht beachten. Auch wenn Sie ein bestimmtes Muster sehr gut kennen, wird Ihr Depot früher oder später auf 0 sinken. Noch ein Gewinn. Ich mache also einen einminütigen Handel nach oben. Ich sehe, dass die allgemeine Bewegung nach oben gerichtet ist. Wenn wir heranzoomen, sehen wir die Kerze mit einem großen Schatten nach unten und einem kleinen Körper. Diese beiden Faktoren genügen mir, um ein Geschäft zu tätigen. Also ein weiterer Rat, den ich Ihnen geben möchte: haben Sie Geduld. Wenn Sie zum Beispiel seit mehreren Stunden auf dem Markt sind und noch immer kein Muster gesehen haben, versuchen Sie nicht, Geschäfte zu machen. Es ist besser, auf ein Muster zu warten und erst dann in den Markt einzusteigen. Handeln Sie niemals gefühlsmäßig. Unser Geschäft schließt mit Gewinn ab. Ich mache einen einminütigen Deal nach oben. Das erste, was ich sehe, ist, dass die allgemeine Bewegung nach oben geht. Die zweite Sache, wenn wir heranzoomen, sehen wir diese Kerze mit einem großen Schatten nach unten und einem kleineren Schatten. Unser Geschäft schließt mit Gewinn ab.
Ich schließe ein einminütiges Geschäft nach unten mit $20 ab. Wie wir sehen, dass die allgemeine Bewegung abwärts gerichtet ist. Wenn wir heranzoomen, sehen wir Kerzen mit großen Schalten und kleinen Küppeln. Und die Schalten sind aufwärts gerichtet. Während dieser Handel im Gange ist, sollten wir die Strategie überarbeiten, indem wir einen bestimmten Plan erstellen. Der erste Schritt ist die Beobachtung der allgemeinen Marktbewegungen. Der zweite Schritt besteht darin, ein Muster zu finden. Sobald Sie das Muster gefunden haben, können Sie sofort ein Geschäft abschließen. Und das ist die ganze Strategie. Das ist der ganze Plan für diese Strategie. Eine so einfache Strategie. Sie müssen sich nur ein Muster merken. Und ein weiteres Geschäft wird mit Gewinn abgeschlossen. So haben wir also den Kontostand verdoppelt, dank einer einfachen Strategie, die keine Kenntnisse oder Fähigkeiten voraussetzt. Diese Strategie wird nicht nur von Anfängern, sondern auch von professionellen Händlern verwendet, denn sie funktioniert schon seit vielen Jahren. Es gibt einen noch einfacheren Weg, um mit binären Optionen Geld zu verdienen, ohne Erfahrung oder Wissen. Sie nennt sich Copy Trading. Sie können mehr darüber erfahren, wenn Sie meinen Telegram-Kanal über den Link in der Beschreibung abonnieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüssi!